Wir haben für euch die neue Kenwood Cooking Chef XL ausprobiert und alle Funktionen für euch getestet. In diesem Video stellen wir euch zum einen die Grundfunktionalität der Maschine vor und zum anderen probieren wir es wie immer einfach aus. Wir haben uns dafür verschiedene Gerichte ausgesucht, die wir meinen, die man gut mit der Maschine zubereiten kann, beziehungsweise die Maschine auf eine Probe stellen. Also schauen wir uns erstmal an, was in der Verpackung drin war, nämlich eine ganze Menge. Es gibt verschiedene Rührelemente und verschiedene Aufsätze. Es war ein Gemüseschnitzler dabei und der Glasaufsatz. Nochmal ein kurzer Vergleich zwischen meiner bisherigen Maschine, der Kenwood Chef Elite und der neuen Cooking Chef XL. Neu dazugekommen ist ein zweiter Einsatz für das Kochrührelement. Aber nun erstmal eingeschaltet. Nach dem Starten der Maschine müssen wir als erstes die Sprache auswählen. Wir wählen selbstverständlich hier Deutsch aus und verzichten auf den Rundgang. Ein Hintergrundbild kann ausgewählt werden, aber auch darauf verzichten wir und behalten das Schwarze. Man wird aufgefordert, die Kenwood App zu installieren. Das haben wir selbstverständlich gemacht. Hier sollen Rezepte zur Verfügung gestellt werden und die Einstellungen sollen komfortabel an das Gerät geschickt werden. Damit dies funktioniert, muss man allerdings aber die App bzw. die Maschine einmal mit dem WLAN verbinden. Dazu geht man in die Einstellung der Kenwood Cooking Chef XL und aktiviert das eigene WLAN. Danach verbindet man sich mit dem Handy mit dem Kenwood WLAN. Hat man das gemacht, kann man sein eigenes WLAN aussuchen und das Passwort eingeben. So bekommt die Maschine die Information, die es benötigt, sich in euer lokales Netzwerk einzuwählen. Zur Sicherheit gibt es dort immer noch einen Code. Ehrlicherweise hoffe ich, dass er nicht einmalig ist, weil er ist gut in diesem Video zu sehen. Wenn ich den eingegeben habe, sind wir auch schon startklar. Die Maschine ist mit meinem Netzwerk verbunden, mit meinem WLAN. Mein Handy ist im gleichen WLAN und so habe ich die Möglichkeit, dann die Maschine zu steuern. Das ganze Setup mit der App hat circa 10 Minuten bei mir gedauert. Wenn ich das gemacht habe, kann ich verschiedene Rezepte, die schon eingegeben wurden, entweder von Kenwood oder von anderen Usern auswählen und die Einstellung an die Maschine stecken. Also Rührgeschwindigkeit und die Wärme. Und die Dauer selbstverständlich. Wir haben uns für ein erstes Beispiel für die gebrannten Mandeln entschieden. Was wir hier noch nicht wussten, wir machen einen kleinen Fehler. Man kann nicht das ganze Rezept mit all seinen Arbeitsschritten an die Maschine schicken, sondern immer jeden einzelnen Unterschritt. Das heißt, wenn ich zwei verschiedene Rührvorgänge bzw. Rührvorgänge mit verschiedenen Temperaturen habe, dann muss ich auch die Einstellung verändern bzw. ein zweites Mal schicken. Wir wurden aufgefordert, das Kochrührelement einzusetzen. Das machen wir selbstverständlich. Fast jedes Rührelement muss erstmal justiert werden. Auch wenn die Voreinstellungen gut sind, es ist ein Schraubenschlüssel dabei und dieser kann dafür verwendet werden und sollte dafür verwendet werden, das richtig einzustellen. Ich gebe alle Zutaten für die gebrannten Mandeln mit in die Maschine, habe die Einstellung übermittelt und muss dann nur noch starten. Die Maschine wärmt sich über die eigene Induktionsplatte auf und hat als erstes das Wasser zum Kochen gebracht und mit Rührintervallen alles miteinander vermengt. Das hat auch sehr gut funktioniert, dachte ich. Ich habe natürlich den zweiten Schritt an die Maschine geschickt, weil ich es nicht richtig gelesen habe und nicht den ersten. Das ist nicht schlimm in dem Fall, weil die Temperatur die gleiche war, nur die Rühreinstellung eine andere. Es gibt einen Hitzeschutz, den ich immer aufsetzen muss auf die Maschine, wenn ich was Warmes mache. Ich bin schnell zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich meiner Meinung nach kein Hitzeschutz ist, sondern ein Wasserschutz, denn es entsteht relativ viel Kondenswasser. Das sehen wir an einer späteren Stelle auch nochmal, dass das Probleme machen kann. Hier sehen wir den braunen Zucker für die Mandeln und geben nun die Mandeln hinzu, stellen das zweite Rührintervall ein und drücken wieder den Startknopf. Mit dem Verschluss hatte ich so meine kleinen Probleme. Ich finde den Verschluss von der Kenwood Chef Elite besser. Der ist hinten an der Maschine und nicht vorne und auch etwas größer
beziehungsweise auch, ja, wenn man mal Handschuhe anhat, dann kann man diesen besser bedienen, finde ich. Hier sehen wir das Kondenswasser, was ich angesprochen habe nochmal. Das tropft nämlich an der Stelle runter. Die Mandeln sind im Übrigen sehr gut geworden. Sie haben gut geschmeckt, das ganze Rezept hat gut funktioniert und die Maschine hat einen sehr guten Dienst geleistet. Als zweites haben wir einen Brandteig gemacht für Windbeutel. Dort muss ich sagen, dass die Auswahl in der App sehr eingeschränkt ist. Es gibt nur wenige Rezepte aktuell und meiner Meinung nach muss die Datenbank vergrößert werden. Hier haben wir auch gerade nochmal einen Warnhinweis gesehen. Also gefühlt ist die ganze Bedienungsanleitung und auch das Gerät in der Bedienung immer voll von Warnhinweisen. Man muss immer bestätigen, dass man irgendwie aufpasst, dass man nichts falsch macht. Wird immer darauf hingewiesen, dass man nicht schnell rühren sollte, wenn ich eine hohe Temperatur habe, was auch sinnvoll ist, aber es sind schon sehr viele Warnhinweise. Der Brandteig ist sehr gut geworden. Ich habe dazu als erstes Butter mit Wasser und einer Prise Salz erhitzt und sich auflösen lassen, dann das Mehl hinzugefügt und dann in den erkalteten Teig die Eier eingerührt. Es hat wunderbar geklappt. Für die Windbeutel brauche ich nun noch die geschlagene Sahne. Dazu habe ich diesen großen Ballonrührelement eingesetzt. Im Vergleich zu meiner bisherigen Maschine ist dieser wirklich gigantisch groß. Das Ganze hat auch gut funktioniert. Er sah zu Anfang noch sehr gut eingestellt aus, von der Höhe, weil auch hier muss ich sonst wieder mit dem Schraubenschlüssel das Ganze verändern. Also habe ich die Sahne reingegeben, aber beim Rühren ist mir doch aufgefallen, dass er etwas zu hoch eingestellt war und ich musste es nochmal nachjustieren. Das ist zum Anfang ein bisschen nervig, muss ich sagen, da man jedes Rührelement fast einzeln einstellen muss. Ich frage mich, warum das von Haus aus nicht gemacht wird, denn der Abstand von der Schüssel zum Rührelement ändert sich nicht mehr. Das bedeutet für mich, dass so eine teure Maschine benötigt trotzdem noch sehr viel Handarbeit von mir zu Anfang, um erstmal startklar zu sein. Ich habe die App, ich habe die Rührelemente, die ich einstellen muss und das ist gerade für einen Schnellstart nicht gerade besonders gut. Mit den Ergebnissen wiederum war ich auf jeden Fall zufrieden. Gerade der Unterschied beim Sahneschlagen zu meiner vorhandenen Maschine ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dieser große Ballon-Schneebesen ist einfach gigantisch. Hier sehen wir mal den fertigen Brandteig, nachdem er aus meinem Backofen gekommen ist. Es hat wunderbar geklappt. Der Teig hatte eine schöne Geschmeidigkeit. Er ließ sich sehr gut verarbeiten. Ich habe die Schritte einfach benutzt, wie sie mir dort angezeigt wurden. Das Ganze war schon sehr einfach. Zuletzt wollte ich dann auch noch das Ganze mit einem Brotteig testen. Also habe ich ca. 1 Kilo Brotteig gemacht, habe die Zutaten alle in die Maschine gegeben und habe diesmal den manuellen Modus gewählt. Dazu stellt man keine Zeitvorgabe ein, die Temperatur ist auf 0 und man drückt den Startknopf und dann kann man wie gewohnt die Maschine bedienen, wie ich das von meiner jetzigen auch schon kenne. Und die Maschine mit ihrer über 6 Liter großen Schüssel ist wirklich kraftvoll. Das macht Spaß. Mein Knethaken ist erstmal deutlich größer und knetet den Teig wirklich hervorragend. Aufgrund des hohen Gewichts muss man aber aufpassen beim Standort. Es wackelt alles rundherum ein bisschen, wenn es wie bei mir auf einem losen Tisch steht. Auf einem Küchenelement wird das sicherlich nicht passieren. Zu guter Letzt konnte ich noch den Teig direkt in der Maschine gehen lassen. Dazu habe ich einfach 1 Stunde eingestellt, eine Temperatur von 30 Grad und so habe ich einen sehr kontrollierten Gärvorgang des Brotteiges. Das finde ich wirklich hervorragend für alle Brotbäcker. Kommen wir nun auch zu meinem Fazit. Erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass dies der erste Teil des Videos ist und ich jetzt sehr gerne einfach die Kommentare und eure Meinung hören würde, was ihr im nächsten Teil sehen wollt, damit ich explizit darauf eingehen kann. Die Maschine hat wirklich eine unendliche Zahl an Funktionen und ich kann einfach nicht alles zeigen. Daher wäre mir besonders wichtig, dass ihr mir einen Kommentar da lasst, in dem ihr mir sagt, was ihr sehen möchtet, beziehungsweise was ich mit dieser Maschine ausprobieren soll. Das mache ich dann sehr gerne zusammenfassend in einem zweiten Teil zu diesem Video. Aber mein erster Eindruck von der Maschine ist, sie ist sehr gelungen. Die Verarbeitung ist gut, die erste Inbetriebnahme war sehr gut, außer das Einstellen der Rührelemente, das fand ich nervig. Aber der gesamte Ablauf, wie ich damit arbeiten kann, ist wirklich hervorragend. Ich habe kurz den Schnellstart gelesen, der an der Maschine beilag, aber habe nicht lange die Bedienungsanleitung studiert. Das werde ich jetzt im Nachgang nochmal machen und auch beim nächsten Video mit aufnehmen. Also, lasst mir gerne eure Ideen für weitere Tests mit der Maschine da. Das werde ich im nächsten Video definitiv nachholen. Bis dahin hat mich die Maschine wirklich sehr überzeugt. Falls ihr die Maschine selber habt,
Gebt doch mal ein paar Kommentare ab, was euch besonders gut gefällt, beziehungsweise aber auch, was euch stört. Ich würde das Ganze gerne nachvollziehen und selber auch die Erfahrung dann einfach sammeln. Vielen Dank für Schauen des Videos und immer fleißig Brot backen und selber kochen. Bis dahin.